So, hier habe ich die schöne Wolle, mit der ich dann die Jacke häkel. Ich habe euch ja schon ein Video mit dem Muster gemacht, welches wir für diese Jacke verwenden. Dieses Garn hat eine Lauflänge von 85 Meter auf 50 Gramm. Das ist gekettelt. Und wir brauchen noch eine 6er Häkelnadel und natürlich eine Nähnadel und eine Schere, das sowieso. Das Häkelmuster habt ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Häkeljacke häkel ich in Größe 116, 122. So, hier habe ich den Ärmel. Wir fangen mit dem Ärmel an. Wir fangen nicht mit dem leichtesten an, sondern mit dem schwierigsten, und das ist der Ärmel. Also wie ich in diesem Muster zunehme, zeige ich euch, und wie ich dann hier auch die Abnahmen mache. Somit haben wir das schwierigste Teil hinter uns und das andere, das Rückenteil und die beiden Vorderteile, sind einfacher zu häkeln. Und dafür nehme ich 20 Luftmaschen plus 3 Wendeluftmaschen auf. Zwei, 3 Wendeluftmaschen und 2 Reihen Stäbchen. Für das Bündchen. So, jetzt kommt das Grundmuster, und ab jetzt nehmen wir in jeder zweiten Reihe 9 Mal an beiden Seiten eine Masche zu. Dann haben wir 46 Maschen. Also erstmal kommt das Grundmuster und dann machen wir ein. Dann lassen wir nur 2 Stäbchen aus und machen da 4 Stäbchen rein in die gleiche Masche. Dann nach dem vierten Stäbchen geht es dann weiter mit den 4er-Bündeln bis zum Ende der Reihe. Insgesamt in dieser Reihe haben wir 5 Bündel. Jetzt lassen wir nur 3 Stäbchen aus, machen hier das 4er-Bündel rein. Und nun die beiden letzten Stäbchen für diese Reihe.
So, die erste Reihe ist fertig. Nun nehmen wir an jeder Seite eine Masche zu und das machen wir in jeder zweiten Reihe insgesamt 9 Mal und dann fangen wir mit der Armkugel an. So, wir haben jetzt die 20 Reihen bis zum Armausschnitt gehäkelt. Ihr könnt das an dem anderen Teil hier sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Hier sind wir jetzt. Wir häkeln wieder auf dieser Seite 4 Maschen mit Kettenmaschen, überhäkeln wir. Und auf dieser Seite lassen wir die 4 Maschen aus. So machen wir das. Dann danach werden nochmal in jeder Reihe 4 Mal, also 4 Reihen, 1, 2, 3, 4, jeweils 2 Maschen abgenommen. Also in jeder Reihe 2 Maschen, einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite und ganz oben häkeln wir noch eine fünfte Reihe, aber im Endeffekt sind das noch 8 cm.
Jetzt dran denken, gleich wieder eine Masche in dieser Reihe an beiden Seiten weniger häkeln. Das heißt, wir lassen jetzt die eine Masche hier gleich am Anfang aus. Es sind ja zwei und wir machen nur eine. Das heißt, wir lassen das so und gehen direkt in das nächste Bündel rein. Hier sind wir wieder am Ende der Reihe, da müssen wir natürlich auch wieder nur ein Stäbchen machen, damit der Übergang hier ein gerader ist. Gehe ich direkt hier in die Außenkante rein und mache dort das Stäbchen. So. 2 Reihen und 3 Reihen müssen wir noch häkeln, aber in 2 Reihen die Abnahmen. Also jetzt kommen noch 4 Maschen weniger. Also erstmal wieder 3 Anfangsluftmaschen. Und hier in dieses Bündel mache ich nur 3 Stäbchen statt 4. Hier könnt ihr nochmal die Abnahmen sehen, wie ich die so gemacht habe. Hier sind auch wieder 3 Stäbchen nur. Hier habe ich 4 Stäbchen nebeneinander gehäkelt. Hier sind es nur neben den Anfangsluftmaschen nur 2 Stäbchen. So habe ich die Zunahmen dann gemacht.
Hier am Ende der Reihe wieder nur 3 Stäbchen in das Bündel und ein Stäbchen hier in das Außenstäbchen. 3 Wendeluftmaschen und nun kommt die letzte Abnehmrunde, Reihe, und da machen wir in das Dreierbündel nur 2 Stäbchen rein. So, jetzt sind wir am Ende der Reihe. Da machen wir auch wieder nur 2 Stäbchen in das Dreierbündel rein. Und ein Stäbchen in das Außenstäbchen. So. Nun kommt noch eine Reihe. Wir haben 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt noch eine Reihe mit den Maschen ohne Zu- und Abnahmen. So, sind wir fertig. So sieht das dann aus. Und nun häkeln wir den zweiten Ärmel genauso. Das Rückenteilfangen wird ganz einfach. Und zwar nehmen wir da 44 Luftmaschen auf plus 3 Wendeluftmaschen und häkeln 2 Reihen einfache Stäbchen. So, fertig ist die Luftmaschenkette und nun häkeln wir die Stäbchen 2 Reihen. In die 4. Luftmasche beginnen. So, Ende der ersten Reihe und dann machen wir wieder 3 Anfangsluftmaschen und noch eine weitere Reihe. Noch eine weitere Reihe Stäbchen. So, das Bündchen haben wir vom Rückenteil fertig und jetzt zeige ich euch die erste Reihe. Erstmal 3 Anfangsluftmaschen, wie in jeder Runde, wie in jeder Reihe. Also ein Stäbchen in die erste Masche. Also nach den folgenden 2 Stäbchen hier, da kommt das erste Viererbündel rein.
So, zwischen den zweiten und dritten Stäbchen. Dann zählen wir wieder 1, 2, 3, nach dem vierten Stäbchen, zwischen dem vierten und fünften Stäbchen, da kommt das nächste Viererbündel rein und bis zum Schluss der Reihe auch jedes Bündel nach dem vierten Stäbchen. Am Ende der Reihe ist es wieder etwas anders. Da lassen wir wieder nur 2 Stäbchen aus. Eins, zwei, drei, 4. So, jetzt sind wir am Ende und da häkeln wir dann 3, da lassen wir nur 3 Stäbchen aus und häkeln hier noch ein Viererbündchen. Und am Ende der Reihe machen wir wieder 2 Stäbchen. Das Rückenteil ist fertig. Also das Rückenteil, die erste Reihe ist fertig. So, und das sind ungefähr 36 Zentimeter. Nun häkeln wir weiter im Grundmuster. Also 3 Wendeluftmaschen und ein Stäbchen in die erste Masche. Das machen wir an jedem Rand, an beiden Rändern. Und dann jeweils in jedes Viererbündel 4 Stäbchen und so weiter. Das ist ja jetzt das ganz einfache Muster. Und wir häkeln 20 Reihen, das sind 32 cm ab Anschlag in der Höhe. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu den Armausschnitten. Also jetzt häkeln wir erstmal im Grundmuster 20 Reihen. Da haben wir das Rückenteil jetzt bis zu den Armausschnitten fertig. Und zwar sind das genau 32 cm ab Anschlag. So, nun machen wir die Armausschnitte und zwar drehen wir um und häkeln 4 Kettenmaschen. Also 4 Kettenmaschen, nicht zu eng. Und 4. So, das ist der erste Armausschnitt. Nun machen wir 3 Anfangsluftmaschen, ein Stäbchen und nun in dieses nächste Bündel 4 Stäbchen rein und weiter im Grundmuster. So weiter im Grundmuster und dann am Ende der Reihe lassen wir 4 Maschen aus und drehen dann halt schon bei der 5. Masche. Dann häkeln wir noch weitere 10 Reihen. Das sind ca. 16,5
Zentimeter und dann beenden wir die Arbeit. Also hier häkeln wir jetzt noch 10 Reihen, 16,5 Zentimeter. So, hier kann man schön die Armausschnitte erkennen. Ich habe jetzt 5 Reihen gehäkelt und ich häkel jetzt noch weitere 5 Reihen und dann beende ich die Arbeit. Dann ist das Rückenteil fertig. Also insgesamt ab Armausschnitt 10 Reihen. Das ist bei den Vorderteilen genauso. Jetzt haben wir hier den Anfang für das eine Vorderteil. Und zwar häkeln wir da 22 Luftmaschen und 3 Wendeluftmaschen. Dann häkeln wir 2 Reihen im Stäbchen für das Bündchen. So, das Bündchen für das eine Vorderteil ist fertig. Nun häkel ich weiter mit dem Grundmuster. Das bedeutet erstmal die erste Reihe werden etwas anders gehäkelt. Hier habe ich 3 Anfangsluftmaschen. So, und als erstes kommt ein Stäbchen in die erste Masche. Das erste Viererbündel machen wir nach dem zweiten Stäbchen, also zwischen zweiten und dritten Stäbchen. Da machen wir jetzt 4 Stäbchen rein. Nun aber das nächste Viererbündel machen wir zwischen dem 4. und 5. Hier auch wieder bis zum letzten Teil der Reihe. Da lassen wir nur noch 2 Stäbchen aus. So, jetzt haben wir die erste Reihe fertig. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bündel. Nun häkeln wir weiter bis zu dem Armausschnitt und da sind das 20 Reihen. So, das ist das linke Vorderteil, 32 cm ab Anschlag. Das heißt, wir häkeln jetzt am linken Rand 4 Maschen mit Kettenmaschen. Überhäkeln wir sozusagen. Das ist der Armausschnitt. Nun haben wir noch 18 Maschen und da häkeln wir weiter im Grundmuster. Für den Halsausschnitt auf dieser Seite nach 6 Reihen, also hier ab Armausschnitthöhe 6 Reihen, häkeln wir nur bis zur 5. letzten Masche. Das heißt, die 4 letzten Maschen lassen wir unbehäkelt und häkeln dann wieder zurück. Dann 3 Mal in jeder Reihe ein Stäbchen für den Halsausschnitt abnehmen. Das mache ich jetzt mal. Also wir häkeln jetzt erstmal 6 Reihen im Grundmuster. So, hier ist unser Armausschnitt. Da haben wir die 4 Maschen mit Kettenmaschen überhäkelt. Dann haben wir 4 Reihen gehäkelt. Und nun häkeln wir die 5. Reihe nur bis zu den 4 letzten Maschen. Die lassen wir dann aus. Das heißt hier nur noch 2 Stäbchen.
So, fertig. Jetzt häkeln wir wieder 3 Anfangsluftmaschen und drehen. Jetzt haben wir die 4 Maschen ausgelassen und nun häkeln wir in jeder Reihe ein Stäbchen weniger. Also wir häkeln jetzt noch 3 Reihen. Das heißt 3 Anfangsluftmaschen und dann direkt in das 4er Bündel. Jetzt kommt die zweite Reihe. Da lassen wir die letzte Masche wieder unbearbeitet in dieser Reihe. Das heißt, wir häkeln jetzt nur 3 in den Büschel und dann machen wir ein Stäbchen in die letzte. Und jetzt kommt die dritte Reihe, Halsausschnitt, 2 Stäbchen in das Büschel. Und das andere Vorderteil wird gegengleich gehäkelt. Hier seht ihr das fertige Vorderteil, die eine Hälfte. Hier ist das Bündchen. Also 6 Reihen ab Halsausschnitt und ab Armausschnitt sind das 10 Reihen. Als nächstes werden die Schulternähte geschlossen. Hier habe ich das schon mal gemacht und zwar mit Kettenmaschen habe ich das zusammengehäkelt. Das sieht so aus. Ihr könnt das natürlich auch zusammen nähen. Eine Reihe feste Maschen, danach eine Reihe Stäbchen und dann noch mal eine Reihe feste Maschen. Also der Halsausschnitt wird mit 3 Reihen behäkelt. So sieht das aus. Hier ist der Halsausschnitt. Die eine Seite des Vorderteils habe ich schon fertig. Hier muss ich jetzt noch häkeln. Schließe ich die Ärmel, also beziehungsweise ich nähe die Ärmel dann so an und schließe die Seitennähte. Und dann ist die Jacke fast fertig, dann kommen noch die Knöpfe, je nachdem wer möchte 4 oder 5 Knöpfe.